Mein Name ist Silvan Klaudrath. Ich bin quer durch Deutschland gereist, um mich mit den spannendsten Führungspersönlichkeiten Deutschlands auf einen Kaffee zu treffen. Heute bei Culture Coffee Christoph Jelanek, der CEO der Freenet-Gruppe. Heute haben wir uns schon ein paar Mal gehört. Du bist geborener Österreicher und bist ja schon ganz schön... Woran hast du das gehört? Naja, was weiß ich. Das eine jetzt eine andere Wort. Genau, richtig. Das habe ich nicht erkannt. Gut, ich habe mich verraten. Richtig, hast du. Und man spricht ja, glaube ich, in Österreich von den Piefkes. Da gibt es eine ganze Menge Vorurteile gegenüber den Deutschen. Was sind die Vorurteile und was davon hast du wiedergefunden, als du hierher gekommen bist? Also die Vorurteile sind natürlich so, also das Piefke, das war ja so ein Tambourmajor einer in Wien, also ein Berliner Kapelle, die dort gespielt hat, und der war besonders zackig. Und das verbinden wir Österreicher schon mit dem Deutschen, also ordentlich, sauber deutsch, pünktlich, strikt, rational, verbindlich und so weiter. Und wir würden sagen von uns, dass wir eher so ein bisschen lässiger, ein bisschen lockerer, ein bisschen mal beiseite lassen, was morgen erledigt werden könnte, das muss man heute noch nicht angehen. Das ist, glaube ich, so das klischeehafte Unterschied, und in der Realität ist es genauso. Genauso, dass die Deutschen so zackig sind, oder wie meinst du es? Nein, ich glaube, diese berühmten deutschen Tugenden, ja, also so Ingenieurwesen, Pünktlichkeit, Verbindlichkeit, klare Sprache, das ist schon... Spannend. Das ist, ich meine, das ist eines der erfolgreichsten Länder der Erde, und daher kommt es. Ja? Also über Jahrhunderte waren das die Erfinder, und die besten sind nach wie vor die besten Entwickler im mechanischen Bereich, und das kommt ja irgendwo her. Die zweite Erkenntnis, die man als Österreicher hat, wenn man nach Deutschland geht, der Österreicher glaubt ja immer, dass Deutschland einfach quasi das Gleiche ist, nur 10-mal größer. Und wenn man dann in Deutschland gelandet ist, merkt man schon relativ schnell, dass zwischen einem Bayern und einem Bremer der Unterschied viel größer ist als zwischen einem Tiroler und einem Bayern. Ja, das glaube ich auch. Ja. Das glaube ich auch. Und natürlich waschen sich solche Dinge ein bisschen aus über die Internationalisierung und die Globalisierung, aber ich finde es wunderschön, dass es noch nationale, und das Wort ist jetzt bewusst, aber bitte sauber verstanden gewählt, nationale Identitäten gibt. Die Welt wäre ziemlich langweilig, wenn so wie die Hauptstraßen der Großstädte, ich meine, die 10 Läden, die sind immer die gleichen auf der ganzen Welt. Das macht es relativ langweilig. Oder wenn es keine Jahreszeiten gibt, hört man ja auch, dass dann der Unterschied fehlt. Wenn man zumindest aufgewachsen ist mit Jahreszeit, wird man sie irgendwann vermissen. Ja, wahrscheinlich, ja. Aber du hast jetzt auch gerade darüber gesprochen, der Österreich ist vielleicht ein bisschen lockerer. Und wenn ich mir jetzt den typischen deutschen DAX-Konzern vorstelle, die kommen oft ja auch mit so einer gewissen Machtaura irgendwie um sich drumherum. Vielleicht kultivieren die das sogar. Das empfinde ich jetzt bei dir sehr anders. Ist das typisch österreichisch? Bist das du? Ich glaube, es bin eher ich. Ja? Also, ohne dass ich ihn persönlich kenne, der Herr Dies von VW ist ja auch Österreicher. Der Pirch war auch Österreicher. Also in der Automobilindustrie sind wir relativ gut verbreitet. Medien war immer, der Helmut Thoma war lange Jahre RTL-Chef. Der Herr Kofler, den nehme ich jetzt als Südtiroler zu den Österreichern dazu. Da gibt es schon relativ viele. Ich glaube, da gibt es im Umgang nicht eine Art. Was uns trotzdem eint, ist, der Karl Kraus hat mal gesagt, was den Deutschen und den Österreicher voneinander trennt, ist die gemeinsame Sprache. Und da ist viel dran. Ja, das resoniert mit mir. Also ich war jetzt noch nicht so viel in Österreich unterwegs, aber die deutschen Dinge, die kommen dann doch manchmal wieder als typisch durch. Und wenn man wieder Deutschland sich überlegt, Amerika, China oder auch in Japan beispielsweise, die Arbeitsbedingungen sind schon ganz schön hart. Also in vielen Konzernen auch sind lange Arbeitszeiten. Der Ton ist relativ rau. Vertut man sich manchmal auch in Amerika. Ne? Also wie viel da wirklich über Leute rüber gebügelt wird. Das empfinde ich in Deutschland, dass wir viel mehr Sicherheit haben. Also egal auf welcher Unternehmensebene man sich so befindet. Trotzdem hört sich das nicht so an, wenn Deutsche über ihre Arbeit sprechen. Es hört sich eher ein bisschen nörgelig an. Sind das wir Deutschen, die da nörgeln? Ja, wir nörgeln, aber das ist immer ein Qualitätsanspruch. Also die Deutschen sind nie zufrieden mit sich und der Welt, sondern sie legen es immer noch besser. Also wir führen irgendwas ein und es wird alles besser, dann heißt aber, das haben noch immer nicht alle verstanden. Das ist sehr deutsch, finde ich. Ja, also in Amerika feiert man sich, wenn sie ein Atomkraftwerk abschalten haben. In Deutschland wird erst die Flasche aufgemacht, wenn alle abgeschaltet sind und auch wirklich entsorgt. Und jetzt haben wir noch die Kohlekraftwerke vergessen, das dauert ja nochmal. Und wenn es die sind, dann finden wir auch bei den Windkraftwerken nochmal, dass ein paar Vögel erschlagen werden. Das ist deutsch.
Es funktioniert nie. Es gibt auch ein Buch dazu, wie Formulierungen im Deutschen sind. Also wenn in Deutschland in der Bild-Zeitung steht, in ganz wenigen Infektionsfällen kann es bei der richtigen Disposition zu nachhaltigen Schäden kommen. In jedem anderen Land würde man den Satz nicht veröffentlichen, weil da würde man sagen, es kommt nicht vor. In Deutschland steht es auf der Seite 1. Interessant. Sehr wie beim Autokauf. In Deutschland ist jeder Kratzer irgendwie relevant. Wenn du in Spanien oder Italien bist, dann ist, wenn da kein Kratzer dran ist, wird das Auto nicht benutzt. Ja. Na, aber jetzt sieht man es gerade mit dem Virus, mit dem Coronavirus, wenn man da mal ein paar Länder durchklickt, die Titelseiten der Top-Zeitungen, dann kannst du genau den Unterschied zwischen den Ländern erkennen. In Deutschland, also Robert-Koch-Institut hat schon gesagt, wie das alles geht und die haben schon alles vorbereitet und da gibt es andere Länder in Europa, da ist es noch gar nicht angekommen in den Nachrichten. Ja, da merkt man auch einen Unterschied auf jeden Fall. Und ich meine, Panikmache ist das eine, was man sagen kann, Nörgeln ist das andere. Du hast gerade schön umgedreht und gesagt, das ist eigentlich ein Qualitätsanspruch. Das finde ich ganz sympathisch. Wenn wir über Qualität beispielsweise mal sprechen, es gibt in Deutschland relativ wenig Frauen, die in Führungspositionen sind. Im internationalen Vergleich irgendwo so im Mittelfeld. Es gibt jetzt eine Frau, die einen deutschen DAX-Konzern als CEO eben gerade führt, bei SAP. Sie ist aber Amerikanerin. Sie ist keine Deutsche. Lässt das irgendeinen Rückschluss zu auf Deutschland, die Kultur oder was hier so wächst an Führungskraft? Also ich finde es interessant, dass das in Deutschland immer so formuliert wird. Ich meine, die zweifellos mächtigste und am längsten amtierende Oberhäuptin ist eine Deutsche. Die Angela Merkel wird scheinbar nicht zu den Frauen gezählt. Ja. Finde ich sehr auffällig und eigenartig. Ja. Und wir haben in den Ministerien und in vielen leitenden Positionen im öffentlichen Sektor sehr, sehr viele Frauen. Dass das in der Wirtschaft anders ist, ja, das ist in der Tat so, aber das, aus meiner Sicht hat das schon auch ein bisschen was zu tun damit, welche Industrien hier besonders stark sind. Und dass die Dame, von der du gesprochen hast, in der Software ist ja bezeichnend. In der Automobilindustrie gibt es weniger Frauen, die in Führungskräften sind. Die deutsche Automobilindustrie wird immer von Ingenieuren, von Produktionsingenieuren am Ende geführt, nur die werden CEOs. Das ist ein eher Männerberuf, historisch, das ändert sich gerade, aber eher ist es ein Männerberuf. Und in vielen anderen Dingen ist es auch so. Also ich finde, wir müssen daran aktiv arbeiten, aber ohne verkrampft zu sein. Der CEO von Gründerszene hat sinngemäß in einem Interview hier bei Culture Café gesagt, dass so schlecht stehen wir gar nicht da. Also wenn man in Amerika von Diversity spricht, dann wird da ja sehr viel Makulatur irgendwie drüber gepackt. Und er sagte, eigentlich müssen wir uns gar nicht schämen und wir machen das ganz gut. Ja, ich unterschreibe das voll. Also meine Herleitung ist ähnlich. Ja. Ich meine, man traut sich aber heute in der Öffentlichkeit das ja fast nicht auszusprechen, weil da wird man ja an den Pranger gestellt. Ja. Aufsichtsrat, da gibt es eine Quote, ich finde es okay, da kann man drauf achten, das ist etwas, was man hinkriegt. Nur am Ende ist für mich immer entscheidend die spezifische Qualifikation. Wir haben hier in unserem Unternehmen noch nie jemanden befördert, weil er Mann oder weil er eine Frau ist. Wenn wir zwei Gleichqualifizierte haben, haben wir eine Regel, wir nehmen die Frau, weil wir die Quote oder das verändern wollen und Diversität wollen. Ja. Aber jetzt zu sagen, wir sind im Vorstand, als wir von 3 auf 5 aufgestockt haben, kam natürlich die Frage auf, warum sind es Männer? Ja, weil halt zufälligerweise wir jemanden Customer Experience und Commercial Management wollten und die 2 Leute, die das seit 10 Jahren sehr erfolgreich machen, sind zufälligerweise Männer. Wenn es eine Frau gewesen wäre, hätten wir die Frau genommen, alles gut. Wenn ich weiter internationale Vergleiche mal versuche zu ziehen, es gab ja hier eine ganze Reihe von sehr erfolgreichen Gründungen irgendwann, die Hochzeit der Samvers, wo ja dann mit Alando, was an eBay verkauft wurde und dann halt natürlich auch später mit Zalando und Ähnlichem, sehr viel Wert geschaffen wurde. Der Wert wurde geschaffen in erster Linie, indem man halt existierende Geschäftsmodelle kopiert hat. Dafür gab es viel Kritik. Deutschland, das Land der Nachmacher und nicht mehr das Land der Dichter und Denker. Und in Amerika passiert das, dass mit sehr viel Geld eigentlich so geschlossene Märkte aufgebrochen werden. Ein Airbnb, der geht in einen regulierten Markt oder einen Uber, dass man halt mit Geld und der Brechstange quasi etwas baut. Warum ist das so, dass das nicht aus Deutschland kommt, dieses Geschäftsgebaren oder diese Art und Weise, Firmen zu bauen? Das kommt auch aus Deutschland.
Also das ist für mich fast ein bisschen wie mit den Frauen. Also natürlich, wenn wir über Startups nachdenken, wenn man so wirtshausmäßig diskutiert, dann kommt dann Google, Apple, Amazon, Microsoft, Facebook. Die sind alle über 20 Jahre alt. Also so richtig Startups sind die nicht. Dann kommt hinterher noch ein bisschen Airbnb. Dann wissen wir, dass Uber eine Vollkatastrophe ist. Dann wissen wir, dass, wie hieß das, WeWork quasi pleite ist. Wer kennt in Deutschland Auto 1? Wer kennt diese Münchner Jungs, wie heißen die, Celesio, nicht Celesio, sondern Celonis? Ja, sind auch fast 1 Milliarde wert. Es gibt, in der Biotechnologie ist das Land nach wie vor führend. Das ist halt nicht so sexy. Also ich würde sagen, nicht so sehr schielen auf das, was die anderen tun, sondern stolz sein, was wir selber tun. Was zweifellos ein Unterschied ist, ist die Möglichkeit, mit einen Kapitalmarkt zu gehen, der bereit ist, Milliarden auf eine Wette zu setzen. Und natürlich beim globalen, wo du sagst, der Winner takes it all, wenn ich 12 Milliarden Funding habe und dann sage, ich mache die hübschesten Coworking Spaces, das ist ein bisschen leichter, wie wenn ich zur Stadtsparkasse Hamburg gehe und sage, ich will der globale Marktführer im Coworking Space Bereich werden. Da ist ein Unterschied, den können wir aber nicht wegdiskutieren. Da kann man ja nicht die Regierung dafür verantwortlich machen. Ich interessiere mich dafür, wo der herkommt, irgendwie der Unterschied. Also ich nehme es genauso wahr, wie du sagst. Ich weiß nur nicht, warum es so ist. Ist es, weil da schon länger Kapital im Markt drüben war und man einfach mehr Blaupausen hat? Ich glaube, es ist Kultur. Meinst du, ja? Ich glaube, es ist Kultur. Ich meine, der Großteil der weißen Amerikaner, die ja an der Stelle schon noch die Dominanz haben, der ist ja irgendwann einmal im späten 19. Jahrhundert ausgewandert. Und es waren ja nicht nur die Superklugen, sondern das waren Leute, die bereit waren, Haus und Hof zu verkaufen, sich in verdreckten Zug zu setzen, nach Bremerhaven zu gurken, 4 Wochen Überfahrt, die sicher kein Vergnügen war. Dann sind die da angekommen und hat einer gesagt, 1000 Kilometer da hinten, da steht ein Schild, das ist deins. Wer den Mut hatte, Kämpferische Natur, ja. der riskiert mehr, der hat mehr Power, das sind wir nicht, das sind wir zu arriviert. Zu satt. Irgendwie. Zu satt. Also warum ist Tel Aviv oder Israel so erfolgreich? Weil die Leute das Gefühl haben, dass sie ständig unter Druck leben. Absolut. Und die gesamte Softwareindustrie kommt dort aus der Verteidigung, im Ursprung. Ja. Dort lernen die alle. Also wollen wir jetzt sagen, es wäre jetzt schön, wenn uns möglichst viele fremde Staaten bedrohen, damit wir wieder kreativ werden? Das finde ich eine scheiß Alternative. Also das hat mit dem Ding zu tun, aber nochmal, wir sind in der Biotechnologie super weit vorne. Wir sind in vielen anderen, im Pharmabereich sehr gut. Ja, wir sind im Ingenieurwesen brillant, die Robotik sind wir super. Nur weil jetzt da irgendeiner sagt, AI ist jetzt gerade wichtig und da brauchen wir jetzt eine Initiative. Das ist eher politische Aufgeregtheit als Realität, aus meiner ganz persönlichen Sicht.